ich bin Anna und ich bin auf dem Weg zu unserem heutigen Beifahrer. Ich darf hinterm Steuer von unserem neuen Fleet Service Fahrzeug sitzen und seid gespannt, wer mein heutiger Beifahrer ist. Da vorne steht er auch schon. Hi Leo, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Interview. Ich würde sagen, ich fahre los. Ich habe heute einen richtig tollen Beifahrer und zwar Leo. Du bist der Bereichsleiter für mobile Services. Erklär doch vielleicht einfach mal im Detail, was das eigentlich bedeutet. Also im Grunde genommen ist es sogar relativ einfach und schnell erklärt. Der mobile Service hat 3 wesentliche Säulen. Das eine ist sozusagen die stationäre Versorgung vor Ort, der Industrieservice, wo es um Verschlauchungen, Verrohrungen, Wartung, Instandsetzung geht bei Großprojekten, wo wir länger sind als nur mal eben für eine Stunde oder 2. Dann gibt es sozusagen den Notdienst, den hydraulischen, das ist der mobile Sofortservice. Das kann man sich vorstellen wie ein Rettungsfahrzeug für die Baustelle, wo wir bei Bedarf angefordert werden und sehr schnell verfügbar sind, um zu reparieren, instand zu setzen und unsere Kunden quasi wieder in die Produktivität zu bringen. Und dann haben wir den Fluid Service. Und der Fluid Service ist im Grunde genommen die Idee, die Hydraulikflüssigkeit in den Blick zu nehmen. Warum? Hydraulikflüssigkeit ist wie das Blut einer hydraulischen Anlage und wir sind in der Lage, durch moderne Analytik den Zustand zu betrachten und aus diesen Rückschlüssen dann Wartung, Instandhaltung und vor allem Vorbeugendes in die Wege zu leiten, sodass unsere Kunden gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, reparieren zu müssen. Also im Grunde genommen das Nachhaltigste, was es gibt, denn was nicht repariert werden muss, ist vorher nicht kaputt gegangen und dann haben wir an allen Stellen alles richtig gemacht. Ja, das sind auf jeden Fall super spannende Bereiche. Was hat dich denn überhaupt dazu bewegt, diese neuen Aufgaben zu übernehmen? Naja, ich sage mal so, Hydraulik ist so ziemlich das Spannendste, was es gibt, auch wenn es keiner so richtig am Schirm hat. Sie ist fast überall drinnen und das Tolle an Hydraulik ist, dass wir an einer zentralen Stelle die Kraft erzeugen und durch Schlauchleitungen und Rohre und Zylinder die Kraft an jeden beliebigen Ort transponieren zu können. Ja. Also es ist ein total spannendes, interaktives, komplexes, aber physikalisch gesehen einfaches Gebilde und das hat mich aus technischer Sicht einfach sehr interessiert. Du hast ja auch auf jeden Fall eine Problemlöser- und Hands-on-Mentalität. Woher kommt das eigentlich? Das ist schnell erklärt. Ich bin zwar in Wien geboren und da auch aufgewachsen. Ich war da in der Schule, habe dort studiert, aber ich bin im Grunde genommen da nur, sag ich mal, peripher wirklich erzogen worden, sondern wirklich aufgewachsen bin ich am Bauernhof. Ja. Okay, cool. Und da habe ich halt alles gelernt, was dazugehört, einen Bauernhof zu betreiben. Ob das jetzt Bäume fällen war, ob das das Schweißen eines Motorblocks war. Also zu deutschen Problem lösen und anzupacken und nicht nur zuzugucken. Und diese Hands-on-Mentalität, wie man heute so schön sagt, das ist das, was mich dort fasziniert hat. Und das hat mich dazu gebracht, eben jetzt auch beruflich mich in eine Richtung zu entwickeln, wo genau diese Hands-on-Mentalität gefragt ist. Ja? Es hilft nichts, an ein Problem zu denken. Ja? Irgendeiner muss die Schlauchleitung anfassen. Ja. Irgendeiner muss es tun. So wie das ja für die gesamte Gesellschaft gilt. Ja? Wir müssen Dinge machen. Und das macht diesen Bereich und auch dieses Unternehmen für mich so interessant. Und auf dem Bauernhof hattest du da ein Lieblingstier oder? Also so kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen. Nee. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Das nochmal. Den Huhn, der schmeckt so gut. Ja. Ich würde gerne mal mit dir über das Thema Fleet Service sprechen. Das ist oft ein Thema, was unterschätzt wird. Was ist beim Ölmanagement so wichtig? Also ich glaube, die Antwort liegt bereits in der Begrifflichkeit Ölmanagement. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir in der Lage sind, durch Ölanalysen, Spülungen, Filterungen im Vorfeld bereits den Zustand einer Anlage zu monitoren. Das heißt festzustellen, in welchem technischen Zustand sich die Anlage befindet und daraus die Schlüsse abzuleiten, die man idealerweise ableiten kann. Nämlich, ist die Anlage technisch in Ordnung? Sind Wartungen ausständig? Kündigt sich auch ein Defekt an. Ja? Also du musst dir vorstellen, Öl ist das Blut einer Hydraulikanlage. Und so wie du beim Arzt eine Blutanalyse machst und ein Blutbild erstellen lässt, um zu sagen, bin ich gesund oder muss ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle was tun, können wir das mit hydraulischen Anlagen ganz genauso. Das heißt, es ist eigentlich der Schlüssel dazu, Schäden in der Perspektive proaktiv zu vermeiden. Und das finde ich ein wirklich großartiges zusätzliches Angebot zur Reparatur und zur Instandsetzung und Instandhaltung vorher anzusetzen und eben die Reparatur idealerweise zu vermeiden. Ja.
Und wenn es dann doch mal schnell gehen muss und der Schlauch platzt, dann kommt der mobile Hydraulik-Sofortservice ins Spiel. Ganz genau so ist das. Also wenn es wirklich nicht vermeidbar ist, und es kann ja auch durchaus der Fall sein, dass die Anlage top gewartet ist, aber durch eine Havarie auf einer Baustelle zum Beispiel der Schlauch platzt oder die Kupplung abgerissen wird, genau dann kommt der mobile Sofortservice. Das heißt, die sind quasi der Rettungsdienst für die Baumaschine, der Rettungsdienst für das Erntegerät, der Rettungsdienst für den Bagger im Bergwerk, der schlichtweg sicherstellt, dass es wenig bis keine Ausfallzeiten gibt. Denn das ist das, was die Kunden interessiert. Wann ist meine Maschine wieder produktiv? Und das sollte möglichst schnell der Fall sein. Und dann ist es idealerweise so, dass wir schnell da sind. Das können wir auch. Wir reagieren in kurzer Zeit und reparieren vor Ort. Und dadurch ist die Ausfallzeit minimiert und die Produktivität wird gesteigert. Ja, und für die Kunden auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Ich habe gehört, die Fahrzeuge wurden modernisiert. Ja, das ist richtig. Und zwar würde ich das gar nicht so als Meilenstein betrachten, sondern das ist ein Hansaflex Grundprozess, permanent das Ohr am Puls der Zeit zu haben und wirklich zu schauen, dass wir überall die besten technischen Lösungen mit am Start haben. Also wir modernisieren permanent unsere Flotte. Wir machen gerade einen großen Schritt Richtung Elektrifizierung, und zwar gar nicht so sehr der Motoren in den Servicefahrzeugen. Das wird sicher noch ein bisschen dauern, bis da die Technologie so weit ist, dass das gut geht. Aber wir ersetzen gerade Unterflurgeneratoren durch Akkupacks. Okay. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel bei Kunden in lärmsensiblen, abgassensiblen Gegenden lokal emissionsfrei unsere Maschinen hinten betreiben können. Und das führt eben dazu, dass wir für noch mehr Kunden interessant sind. Wenn Sie zum Beispiel in einer Innenstadtlage Absperreinrichtungen hydraulischer Natur warten müssen, dann hilft uns das entsprechend da auch einfahren zu können. Und somit sind wir wieder da einen Schritt voraus, auch gegenüber vielleicht dem einen oder anderen Wettbewerber. Ja, und dann haben wir im Prinzip die dritte Säule, das ist der Industrieservice. Was gibt es da Neues zu berichten? Wir versuchen sehr, sehr konsequent uns darauf auszurichten, was für unsere Kunden relevant ist. Ja. Und damit auch geht die Fragestellung einher, was müssen wir für Kompetenz vorhalten, um unsere Kunden auch maximal intensiv und tiefgreifend begleiten zu können. Und das bedeutet am Ende, dass wir mittlerweile in der Lage sind, auch hochkomplexe Industrielösungen in die Wirklichkeit zu bringen und zum Beispiel die Fertigung von Brammentransportern von Anfang bis zum Ende zu begleiten. Also es geht hier um Verrohrungen, um Verschlauchungen, die zum Beispiel vielen 100 Grad Umgebungstemperatur standhalten müssen. Wir müssen in der Lage sein, Großmaschinen mit zu fertigen, die in der Lage sind, Spundwände in den Boden einzubringen, ohne dafür eine Spundwand rammen zu müssen. Also wir sind technisch so weit vorne, dass man eigentlich gar nicht vom Industrieservice im klassischen Sinne sprechen kann, sondern im Grunde genommen sprechen wir von einem hochkompetenten, hochkomplexen technischen Umfeld, das wir begleiten können. Und darauf sind wir ehrlicherweise auch ein Stück weit stolz. Das kann man auf jeden Fall auch sein, ja. Wenn du jetzt einen Blick in die Zukunft wagst, was wünschst du dir, was siehst du für Hansaflex? Also wir wollen wachsen. Wir machen das nicht, damit wir das bleiben, was wir sind. Wir haben einen tollen Weg hingelegt. Wir haben mit der berühmten Werkbank angefangen und sind heute ein Riesenunternehmen mit vielen tausend Mitarbeitern weltweit unterwegs. Aber das kann niemals die Endstation sein, sondern ich sage es mal ein bisschen pathetisch, the sky is the limit. Ja? Wir wollen wachsen, wir wollen größer werden, wir wollen in weitere Industrien hineinwachsen. Wir wollen in der Breite mit dem mobilen Sofortservice zu neuer und großer Stärke aufschließen. Wir wollen auch ganz klar sagen, wir sind die Nummer 1. Ja? Wir können als Einzige das gesamte hydraulische Spektrum abbilden. Ja? Nicht nur Nischen. Ja? Und das ist etwas, worauf wir uns konzentrieren wollen. Und wir werden diesen Weg im mobilen Service in meinem Verantwortungsbereich ganz konsequent gehen. Wir werden keine Herausforderung scheuen. Wir werden an jeder Stelle ansetzen, wo wir ansetzen können. Und ein Kernelement werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein, die wir in den Mittelpunkt unserer Überlegungen stellen. Weil nur mit guten Mitarbeiterinnen, guten Mitarbeitern, mit Menschen, die Freude daran haben, ja, mit uns gemeinsam zu arbeiten, werden wir diesen Weg fortschreiten können. Und ich bin ganz, ganz sicher, so habe ich Hansaflex kennengelernt, dass uns das gelingen wird. Vielen Dank für dieses spannende Interview, was wir zu zweit führen durften. Hat mir richtig Spaß gemacht und hat einen klasse Einblick gegeben. Vielen lieben Dank. Gerne, Anna. Jederzeit wieder. Und wenn wir neue spannende Themen haben, dann lade ich dich auf die nächste Runde ein. So muss es sein. Super. Vielen Dank.